Gugge, es ist Zeit, nach den letzten 3-4 Reactions wieder zum Thema Gaming und diesmal auch Nintendo zurückzukehren. Das will ich heute tun mit dem Video von Flatlife. Der Kanal sagt mir nicht viel, aber ich habe ein bisschen ins Video reingespickt und das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr schön aus. Ich habe ein bisschen durchgeskippt hier und da so zack, 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 zack und denke mir so, okay, angucken. Das Ding ist, es geht 1 Stunde 12. Ich weiß nicht, ob ich das mit euch jetzt am Stück gucke oder vielleicht 2 Videos draus mache. Gugge mal, die Evolution von Nintendo, die Entstehungsgeschichte, gut animiert. Freunde. Wir müssen uns das anschauen, deswegen wiederhole ich mich gerne. Gugge mal. When a failing Japanese company chose to venture into the exciting new world of video games during the 1970s, few could have predicted the incredible adventures and lovable characters that would result from its efforts. Das ist schon wild More eigentlich, than ne? 50 years later, Nintendo is still developing incredible video. Was ich damit meine, es ist, keine Ahnung, wir sehen die so als so etabliert, diese ganzen Marios, Toads, Donkey Kongs, Links, sehen wir als so selbstverständlich, dabei sind es nur ganz wilde Zufälle, wie die alle entstanden sind und die sind jetzt so etabliert, das finde ich halt manchmal. Eine andere Firma oder Nintendo hätten einen anderen Gedanken gehabt, die hätten nicht Miyamoto eingestellt, sondern irgendwen anders. Alles wäre komplett anders gekommen. Wir leben in einer ganz wilden Timeline und für uns ist das Normalste der Welt, ne? Die Mario-Spiele so. Video game consoles that are being enjoyed all over the world and has created some of the most iconic and popular franchises, Wieso? like Super Mario, The Legend of Zelda, Ja, das brauchst du mir jetzt nicht sagen. Wobei es and erklärt Pokemon, which to this day carry the torch from one generation to the next. Das ist wahr, ne? Das ist immer geil, dass die alle schon früher gab. Mal ein lautes Video. It's time to wear your red cap because this is the evolution of Nintendo. Nintendo's Rainbow Road to Success was a long one, starting all the way back in 1889. 100 Jahre vor Hiro Let's Play, Yamauchi Markus. was looking for a way to boost his company's slumping sales of Hanafuda, a type of Japanese playing card. Hanafuda meant flower cards, and these cards were an alternative to normal. Haben die wirklich selbst gemalt? Ja, 1889 bestimmt, wa? Playing cards that were illegal in Japan at the time. So. Yamauchi's idea was to sell a line of lower quality cards under the name of Tengu, a creature known for its long nose and associated with playing cards and illegal gambling. And so, he formed Nintendo Karuta. Karuta meaning playing cards, and Nintendo meaning leave luck to heaven. At least that's what many people use as a rough translation. But it turns out that translating old Japanese kanji into English isn't exactly straightforward. Other sources suggest that the word Nintendo could also mean the Temple of Free Hanafuda, or the company that is allowed to make Hanafuda. Da macht mehr Sinn, Fun oder? fact, Yamauchi's first major customers were members of the Japanese Mafia. Ich dachte immer, das heißt, lege das Glück in die Hände des Himmels. Aber wenn es einfach nur heißt, die Firma, die Hanafuda-Karten herstellen darf, macht schon Sinn irgendwo. Known as the Yakuza. Since Hanafuda did not contain numbers and were legal, the playing cards were used as a way for the Yakuza to get around the law and to continue gambling, which was very much... Alter, was für Gangster, die spielen. Guck mal, das sind sie, die ersten großen Nintendo-Gamer. illegal. In 1933, the company was incorporated as Yamauchi Nintendo Unlimited. When the sale of foreign playing cards was allowed to resume following the Second World War, it became Marufuku Company Limited. In 1949, the great-grandson of Fusahiro Yamauchi, Hiroshi Yamauchi, joined the company. Alter, der war Nintendo-Präsident von 1949 bis 2002. Also von der Nachkriegszeit bis zum GameCube. Der Kollege. Und angeblich, der soll ein bisschen eigen gewesen sein. Under his leadership, Nintendo transformed from a Hanafuda card-making company to a multi-billion-dollar video game publisher. Aber für den hast du es zu verantworten, dass Nintendo heute was ganz anderes ist. That is, to this day, one of the most successful video game companies in the world. Due to the company's massive success, he became Japan's wealthiest person in 2008 with a fortune of an estimated $7.8 billion.
Not bad for a guy who started out making playing cards. Now though, let's go back and see how Nintendo managed to become so incredibly successful. In 1951, the name was changed again to Nintendo Playing Card Company Limited, and in 1959, Nintendo entered into an agreement with Walt Disney to use Disney characters on their cards. However, during the 1960s, playing cards were becoming less popular among Japanese households, and the company's stock began to plummet from 900 yen all the way down to just 60 yen. In response, the company simplified its name to just Nintendo Company Limited in 1963 and began looking to make money in other industries. Early business ventures included investments in packaged instant rice, taxi services, and not-so-family-friendly love hotels. Thankfully, none of those ventures paid off, and it was in the toy industry that Nintendo... Love-Hotels sind aber in Japan einfach ein Ding, ne? Gang und gäbe, das gehört dazu. Ich glaube, es ging auch nur um die Vermittlung oder was weiß ich, ne? Ich war nicht dabei, man weiß es alles nur vom Hören sagen. Deswegen schaue ich auch gerne so Videos, da lernt man vielleicht noch ein Fitzelchen dazu. Found a foothold. In 1970, they released the first solar-powered light gun, the Nintendo Beam Gun, which would become an ancestor to the NES Zapper that was later used in video games such as Duck Hunt. In 1972, Nintendo entered into a partnership with the creators of the first commercial home video game console, the Magnavox Odyssey, with Nintendo developing and producing optoelectronic guns for the US-born console. 2 years later, Nintendo also secured the rights to distribute the Magnavox Odyssey in Japan. Having witnessed firsthand how popular video games were, Nintendo soon got to work building their own consoles. Well, kind of. Fun fact, Nintendo still produces Hanafuda cards to pay homage to their history. In 2007, they released Mario-themed Hanafuda cards, which could be obtained through their Club Nintendo. Ja, ich wollte gerade sagen, aber warum bieten die nicht auch normal zum Kauf an? Und wenn es nur über die Website ist oder so. Leute würden das verkaufen. Viel mehr Leute würden es kaufen, meine ich. Service. These cards feature Mario, Luigi, Princess Peach, and other familiar faces from the Mario series. In 1977, Nintendo and Mitsubishi started a joint effort. The two companies teamed up to release a new games console, which was given the... Moment mal, Mitsubishi hat damit mitgeholfen? Ich dachte, darum geht's jetzt hier bei der Magnavox-Kooperation. Also das ist die erste Nintendo-Konsole. Nintendo TV Color Game 6. Und es gibt das andere TV Color Game 17, 19, ich weiß nicht mehr wie viel, 22. Das zeigt nur, wie viele Spiele auf der Konsole drauf sind. Und da drehst du nur im Rad und da sind diese Pong-Stäbchen. Das ist eigentlich das Spiel Pong, ne, im Endeffekt. Let's Test Nummer 100, ihr wisst Bescheid. Unimaginative title of Color TV Game 6. Unsurprisingly, it could be played on a color TV. And the number 6 denoted how many games were on it. Except they were all variations of the game Pong. They retailed at a price of 9,800 yen, which is equal to around 110. Ja, aber das Magnavox hatte zum Beispiel immer dasselbe auf dem Fernseher ausgestrahlt und du solltest auf den Fernseher solche Matten, solche Folien auflegen, um sowas zu haben. War aber das Nintendo, ich weiß es nicht, war das so elektronisch, digital, rein digital, dass du halt einstellen konntest, keine Ahnung, hier ist grün für Fußball quasi, dann wäre es natürlich ein Schritt nach vorne. Und da hat Mitsubishi mitgewirkt? Echt? They retailed at a price of 9,800 yen, which is equal to around $110 by today's standards. It was the first of 5 systems released between 19... Da TV Color Game 15, 12 Racing. Ja, ich kenne nur die oberen 2 am ehesten. Das Lenkrad habe ich auch schon mal gesehen. Die beiden unteren sagen mir tatsächlich weniger. 77 and 1980, exclusively in Japan, as part of the TV game series of home video game consoles. Next came the Color TV Game 15, which cost 15,000 yen when it launched a week later. Geld hat man gar nicht. 15 variations of Pong and had detachable controllers, which were stored in a small compartment. Alter, ich habe meine Pong-Konsole, die ihr in Let's Test Nummer 100 seht. Ich habe eine Pong-Konsole und die hat auch funktioniert. Ich habe jetzt nur keinen Fernseher mehr, wo ich sie anschließen kann. Aber da konnte man die auch so rausnehmen und die waren dann am Kabel. Das zeige ich in dem Video auch. On the system itself. Exactly 1 year later. Das haben die auch beim Famicom gemacht. In June 1978, Nintendo and Mitsubishi released their third console,
Jetzt geht ein Licht auf. The Color TV Game Racing 112. It was initially priced at 18,000 yen, but that was reduced to 12,000 yen to stay competitive. Ja. The console had a detachable steering wheel, and the built-in game was a top-down racer similar to Speed Race, an arcade game produced by Taito in 1974. Guess how many Oh Mann, das spielt schlecht, aber vielleicht ist die Konsole auch voll mit Delay und so. Das kann nicht geil sein. variations of the game you could play? That's right, 112. The console did also come with 2 paddle controllers if you wanted to play multiplayer. The next system came almost another year later, when in April 1979, the Color TV game block Kazushi was released. Was ist das? With a price tag of 13,500 yen. If you've ever played the game Breakout, this was Beatball. Arkanoid, auch so ein Ding. essentially just 6 different versions of that. Ja. The last of the 5 Color TV Haben. game consoles came in 1980 with the computer TV game, produced in limited quantities because of a downward trend in dedicated consoles at the time. This console is extremely rare. It featured a remake of Nintendo's arcade game titled Computer Othello, which is significant as it was the very first video game to be both published and developed by Nintendo. It's basically Othello. a computerized version of the board game called Othello, which is a variant of the strategy. Ich wusste, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Das ist bei 51 Worldwide Games mit dabei. Freunde, das Switch-Spiel, da ist das auch Othello. Aber das ist eins von den vielen Spielen, wo ich abwinke, weil ich mir denke, ich weiß nicht, wie das geht. Game Reversi. Nintendo was also developing other games for arcades at this time, including the likes of Donkey Kong and Mario Brothers, which would later be ported to consoles as well. Ich kann doch jetzt nicht hier so einen Skip machen. Fun fact, because the block Kazushi console was developed exclusively by Nintendo, not in partnership with Mitsubishi, it was the first console to proudly feature the Nintendo logo on the front. What's more, the system's casing was designed by Shigeru Miyamoto, the same guy who created Mario. Casing was designed by Shigeru. Na gut, das war schon 1980, haben die gesagt. Warum skippen die jetzt? Da fehlt doch was, da fehlt eine Geschichte. Nintendo ist so berühmt geworden durch Donkey Kong, Radasco, Popeye, die ganze Story. Ihr wisst doch, das muss jetzt kommen. Miyamoto, the same guy who created Mario. Die wollen jetzt nur alles, was die Vorgängerkonsolen betrifft, irgendwie abarbeiten, The ne? company's first venture into handheld electronic gaming came in 1980 with the Game & Watch. Game & Watch war auch vorher, ne? 1981 war Donkey Kong, Game & Watch 1980. Par for the course with Nintendo's matter-of-fact naming system, it featured a single game. Den habe ich ja. Aber diese nachproduzierte Variante, es gibt exakt den Game & Watch, nur nachproduziert von 2015 oder wann, ne? Aber schön dasselbe Ding zu haben eigentlich, auch wenn es nachproduziert und nicht original von damals ist. And a watch, or clock, on an LCD screen. Alter, alle, die Fußballer, die was ist das? Schlittschuh, weiß ich nicht. Die Schulgirls. Alter, Tschatsch. Many Game & Watch variants were made, however. Some looked drastically different, like the multi-screen, which featured 2 screens and a clamshell design that would later be replicated in future Nintendo handhelds. Donkey Kong Jr. Up until hat 1991, Double Screen, ne? Nintendo had released 60 different Game & Watch games, including Ball, which became one of Nintendo's first major Ich dachte, das wäre das hits. erste. Fire, where you have to guide a man as he falls from a burning building. Bin mir fast sicher, Ball war das erste. Nicht nur so 82, 1980. Then there's Snoopy Tennis, which is exactly what it sounds like. And of course, who could forget Donkey Kong Jr.? But my personal favorite is Mario the Juggler. Na, 1991, guck mal, da gab es schon Mario World, da haben die noch Game & Watches rausgebracht, die so aussahen. Where you have to help Mario keep as many balls in the air as possible. To keep Das ist eigentlich dasselbe wie vorher das mit Ball, ne? Eigentlich nur mit Mario. gamers entertained, most games came with 2 modes. Game A, representing the easy mode, and Game B, representing a faster, harder version of the same game. Yep. A game titled Fire Attack became the center of a lot of controversy for Nintendo because of its depiction of Native Americans. In the game, the player controls a cowboy, defending his fort from an onslaught of Native Wegen den Mr. Game & Watch Varianten macht ihr also Americans attempting to burn the fort down. The game was deemed as racist because of the stereotype it portrayed of Native Americans,
when the game was re-released for the Game Boy Advance, in the title Game Boy Gallery 4, the racial aspects of the character were removed. So einfach geht's, ne? Interestingly, Mr. Game & Watch, who appeared originally as a character in Ball, Judge, Manhole, and multiple other Game & Watch titles, also became a playable character in the Super Smash Bros. Series. In fact, Mr. Game & Watch is the oldest character. Ja, und wir haben uns damals im Melee gedacht, wer zur Hölle ist das, wenn man ehrlich ist? Er ist doch von Wario Land 4, ne? Ah, aus dem Shop vor dem Bosskampf, das ist doch der Wario Land-Typi da. Character in Smash, beating Pac-Man by just 1 month. The Game & Watch became a commercial success and sold a whopping 43.4 million units worldwide. In 2020, Nintendo released a special version of the Game & Watch. Nicht den. Ich glaube, den habe ich auch, aber den habe ich nie ausgepackt. Den Ball habe ich auf jeden Fall auch. Das hat Nintendo mir zugeschickt, schöne Zeiten. Celebrate the system's 40th anniversary, as well as the 35th anniversary of Super Mario Bros. Den habe ich nie angemacht. 1 year later. Also das damals auf dem Game Watch war natürlich das Mario Brothers so nicht, ne? Ihr habt gerade gesehen, wie Game Watch Spiele aussahen, nicht so. The 35th anniversary of Super Mario Bros. 1 year later, Nintendo also released the Game & Watch: The Legend of Zelda, which features the original The Legend of Zelda. Das sind halt Sammlerstücke des Todes, mehr nicht. Zelda 2, The Adventure of Link, and Link's Awakening. Fun fact, the idea of the Game & Watch was conceived by Gunpei Yokoi, who was inspired after seeing a bored man play with his calculator on the train. Yokoi then thought of an idea for a watch that doubled as a miniature game machine to pass the time when you were bored. Ist ja auch so witzig, ne? Die haben diesen Watch, diesen Uhrzeitkniff mit drinne. Also der Name kommt natürlich daher, dass auch eine Uhr mit eingebaut ist. Aber wer denkt sich so, ich kaufe mir jetzt ein Game & Watch, weil ich brauche eine neue Uhr? Nein, es geht nur ums Spielen. Kann man doch einen Wecker einstellen? In 1985, Nintendo hit its first home run with the release of the much-loved Nintendo. Die skippen echt die ganze Donkey Kong-Geschichte. Das war doch das Wichtigste. So ist Nintendo an Ruhm und Macht gekommen. Hä? Nintendo Entertainment System, or NES. It was Nintendo's first home video game console to be launched outside of Japan. People loved the NES so much that it quickly became a household name. A different-looking version had already become available within Japan as of 1983, known as the Family Computer or Famicom. And while some games and art styles varied, the consoles were essentially the same in terms of performance. Incidentally, Nintendo almost partnered up with Atari to bring the Famicom to North America, which would have meant that we would all be playing Super Mario Bros. On an Atari console. Nintendo offered Atari the chance to sell the console under the Atari brand in exchange for royalties on each console sold. However, the contract was never signed. Alter, Gott sei Dank. Nintendo hat sich das nicht zugetraut. Und dann haben sie es doch alleine durchgezogen, haben den Big Wing geliefert. Alter. Und Atari hat natürlich den größten Fail ihres Lebens. Stellt euch mal vor, das ist so eine kleine Entscheidung. Stell dir vor, Atari hätte den Deal angenommen. Und dann wäre Atari so gigantisch geworden. Weil die waren ja vorher schon die Nummer 1 und die Riesen im Geschäft. Und dann wären sie halt, also, wow. Nintendo replaced Atari in the video game market entirely. The NES was praised for its simple, yet at the time, innovative controller. Joysticks were the common method of control before Nintendo designed and patented their D-pad. Even though the trend has now reversed, with joysticks often being preferred, D-pads were much better for playing 2D games like Donkey Kong, which, by the way, was the first game that involved jumping, and can therefore be considered the first true platformer. Nee, schon in Game Watches gab es ja quasi Jumping, oder nicht? Kannst mir nicht erzählen, dass vorher kein Spiel gab, in dem man gesprungen ist. Oder? To say the NES was significant is an understatement. It single-handedly revived the video game industry after the crash of 1983, going on to sell 62 million units worldwide and setting the record for the longest Die Switch ist jetzt bei 139 Millionen. Surviving video game system in history. It stayed on the American market until 1995, and in Japan, it wasn't discontinued until 2003. Ach so. Das habe ich mitbekommen. 2003 hieß es, die letzten Konsolen werden hergestellt, aber ich dachte irgendwie nicht, es war nur in Japan.
hätte ich die nicht mehr bekommen können. It's no wonder that the NES was such a successful console. It had some of the best Aber dann wäre doch auch das Famicom gemeint gewesen, nicht das NES, oder? classic games ever made. Many of Nintendo's most successful game franchises were born on the NES, like Final Fantasy, Castlevania, Metroid, and The Legend of Zelda. But there is more, including the classic game of Duck Hunt, which became the second most sold game on the NES. Das verstehe ich aber auch nicht. Nicht in Europa, ne? The game was so Ich glaube, das war, weil es gab vor allen Dingen in den USA so ein Doppelmodul mit Mario und Duck Hunt. Und die Leute haben es übrigens nicht wegen Duck Hunt gekauft. popular that even the ducks were getting tired of being shot at. But the top-selling game, with over 40 million copies sold, was, of course, Super Mario Brothers. Let's talk about Mario for a second. It's me, Mario! One of the most important and iconic characters Nintendo has ever created. This legendary character first appeared as the main protagonist in the 1981 arcade game Donkey Kong. Ja. He didn't have a name yet, so in Japan, he was first called Osan, which translates to middle-aged guy. Legendary creator Shigeru Miyamoto wanted a solid name for the character and decided to call him Mr. Video. Miyamoto later acknowledged that this was Was habe ich gemacht? 2015 war mein Mario-Special. Habe ich den Leuten auch mal gesagt. Leute, der hieß nicht Jumpman, der hieß erst Osan und dann Mr. Video. wasn't the best name and said, quote, if he had been called Mr. Video, he might have disappeared off the face of the earth. In the 8-bit era, creating characters was very limited. To make the design look like a man as much as possible, Miyamoto started by drawing the nose and gave Mario his mustache to make the character more recognizable. Nein, der hat nur... Sag mal, hä? Das ist doch fail. Mario hat einen Schnurrbart, weil die Pixel von dem Donkey Kong Automaten, weil es ihm nicht möglich war, einen Mund zu erstellen. Er hat nicht erst irgendwie gezeichnet und dann versucht, das umzusetzen. Das ist ja Quatsch. Der hat erst versucht, in Pixeln den zu entwerfen. Und der hat nur einen Bart und eine Mütze, weil das von den Pixeln her 1981 nicht anders gepasst hat. Jetzt wollen die mir was anderes erzählen? So Quatsch. Oh, den malt er selber? Krass. The red shirt and blue overall was to create contrast. Da haben wir doch naja, das ist SMB1, aber trotzdem. Der konnte keinen Mund erstellen, deswegen soll das hier als Schnurrbart gewertet werden. Und Koteletten und eine dicke Nase. Against the background. The red cap was also added to avoid drawing the character's hairstyle and eyebrows. Over the years, Ganz genau, und so war das eben auch mit dem Schnurrbart, Freundchen. Mario's design changed significantly as technology evolved. A very important market for Nintendo was the United States. In the US, he was named Jumpman, which became his first official name. This was because he had one signature move, and that was, of course, jumping. The name was originally chosen for its similarity to the name Pac-Man, but they weren't satisfied with his name. During a brainstorm for a better name, landlord Mario Segale confronted the former president of Nintendo of America, demanding that he pay his rent. This inspired them to name the character after the Italian-American landlord. According to Miyamoto, Mario Segale looked exactly like their video game. Es gibt noch mehr Videos von Mario Segale. Was? Videos gesagt? Es gibt noch mehr Bilder von Mario Segale. Warum jetzt hier so wie... Also, Bruder. Game character. He also thought it was a nice name, so the character was named Mario. Mario Segale was later asked what he thought of the video game character that was named after him. He said, quote, "You might say, I'm still waiting for my royalty checks." Mario was a more relatable name than Jumpman, and thus suited the Italian hero perfectly. Just 2 years after Donkey Kong in 1983, Mario received his first game, Mario Brothers. Since Mario was born in 1981, he was technically nowhere near old enough to be working on all those pipes when the first Mario Brothers game debuted in 1983. But at least he was small enough to get in there and get the work done. Mario also got his own world and a twin brother named Luigi. Du konntest nicht gleichzeitig spielen. Suggeriere es nicht hiermit.
Luigi. Miyamoto just swapped 2 of Mario's colors to create Luigi. Very creative. It's amazing what a little bit of color swapping. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber es ging nicht auf dem NES, dass du gleichzeitig spielen konntest. Moment. Mario Bros. NES Multiplayer. Hat mich schon. Nee, warum auch? Ja, guck mal. Koop Hack 2018. Ja, Koop. Jetzt finde ich nur Koop, aber das ist ja das Besondere. Mario Bros. NES Original. Two-Player. Das war nicht möglich, ganz einfach. Two-Player. Nee. Ja, two Players at once. Das ist ein Hack. Mario would Vielleicht haben die hier Flatlife gedacht, das wäre echt. become the face of Nintendo and appeared in countless games. In fact, there are over 200 different Mario games. The franchise is a major commercial success and sold over 760 million games. Muss aber sagen, der Gedanke wäre cool. Das wär ein Highlight-Multiplayer gewesen, wenn du gleichzeitig hättest spielen können. Ich meine, es ging ja in Mario World schon auch nicht, weißt du? Making it by far the best-selling New Super video Mario game Bros. franchise Wii. in the world, with no sign of slowing down. Mario also became a movie star with the 2023 The Super Mario Bros. Movie, which Ganz gut, ganz nett, aber ein bisschen mag ich das nicht, wie hier so manchmal time geskippt wird. Wir reden gerade über das NES, wir sind gerade 1985 gewesen. Warum müssen wir uns jetzt Odyssey und den Film angucken? Weil Mario erklärt wird, aber ich hätte das gerne trotzdem ein bisschen chronologischer gehabt. became a massive commercial success. With over $1.3 billion, it became the 15th highest grossing movie of all time. Not bad for an Italian plumber. Thank you, Super Mario Bros. Das ist ja der It seems Trailer. like the only thing you haven't drained is my bank account. We've also created a 6-episode series about the evolution of Super Mario. Check it out after this video if you'd like to see how much Mario has changed over the years. Mensch. From his humble beginnings as a little 8-bit character to the high-definition hero he is today. Ja, ihr schweift aus. Kann das sein? However, it all started with the iconic Super Mario Bros. Game on the NES from 1985, which to this day remains 6th on the best-selling video games of all time. For the NES, over 40 million copies of the game were sold. Hat aber auch But schon if you gesagt. also include remasters and re-releases, that number stands at an astonishing 67.6 million copies. That's a lot of people who had to blow into the cartridge to get it to work. The NES was a revolutionary game console that changed the gaming landscape forever. Fun fact, did you know that before the creation of Mario, Nintendo wanted to use Popeye as the Ja, deswegen sage ich doch, mach doch erst die Geschichte und bring die nicht hinterher. protagonist in the 1981 Donkey Kong game? That's right, we almost had a spinach-eating sailor man instead of the lovable Italian plumber. However, Nintendo was unable to get the licensing rights, so they created Mario instead. Ich glaube, die hatten die Lizenz, aber haben die dann wieder verloren? So war mein Kenntnisstand. Ist ausgelaufen oder so. They said it wasn't humanly possible. Das war GBA. All the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Game Boy und Stereo, genau was ich brauche. In 1989, Nintendo offered more versatility to gamers in the form of a handheld, brick-like console that used interchangeable ROM cartridges. This meant that gamers could simply buy a game, rather than a new device, each time they wanted a different experience. Of course, the handheld we're talking about. Ja, also die beziehen sich jetzt auf den Handheld-Markt, weil das klang gerade so, auf dem NES war es ja auch möglich, so, like what?
Game Watch nicht. Hast du ein Game Watch gekauft, war nur das eine Spiel drauf. Willst du ein neues Game Watch spielen, musst du einen neuen Game Watch kaufen, wo das drauf ist. Is the original Game Boy. It's hard to believe that the Game Boy is still popular today, considering it was first released over 30 years ago. But I guess there's just something about portable, durable gaming that keeps people coming back for more. And who can resist those amazing titles? Tetris. 1984. Ja, vielleicht das eher... 1984? Also, da Game Boy Gameplay zu zeigen und dann zu sagen, das 1984 ist schwierig. Erstveröffentlichung 84 stimmt, aber auf welchem System? Auf Alexei Pachitnovs Original oder was? Schreibt doch hier 1989 hin. Ich bin am Kritisieren, Freunde. Ich bin am Meckern und Korrigieren. Es gab auch eine NES-Version, aber das NES gab es ja auch da noch nicht. So, like what? PC quasi. Also was keiner gespielt hat, aber gut. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Kirby's Dream Land. Das stimmt alles. And of course, Super Mario Land. Jo. Not to mention, it was a pretty good deal at just $90. Boah. The Game Boy's library was stacked full of classics. Also das bei uns in meiner Kindheit, als der Game Boy schon 6 Jahre alt war oder so, so ein Geschiss gemacht wurde für einen neuen Game Boy. Alter, kostet $90, also nicht mal ein Huni. Including the hugely popular Pokemon games, notably Pokemon Yellow, as well as the red and blue versions. Who doesn't love Pokemon? It all started on the Game Boy, and these cute little creatures... Das können wir natürlich auch einwenden. Guck mal, jetzt sind wir bei Pokémon. Hier, guck mal, da kommt noch Super Nintendo, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Color. Die sind alle vor Pokémon. Pokémon würde ich hier anbringen. ...been charming fans for over 2 decades. Das war ja mehr die Game Boy Color Ära. Ja, die ersten Editionen laufen auch auf einem Original Game Boy, aber das hat ja nichts mit 1989 Game Boy zu tun. ...and show no signs of slowing down. I mean, who can resist all those adorable little faces? Charmander. Warum? Bulbasaur. Squirtle. Squirtle. They're all so cute. And who doesn't love Pikachu? He's the official mascot of Pokemon after all. Das hat aber nichts mit 1989 zu tun. Ach, kotz mir an. Also das macht mich sauer. Wir zeigen die Anime von, das sieht sehr neu aus, ne? Whether you grew up with the original 151 or you're a more recent fan of the franchise, there is no denying that Pokemon is a global phenomenon. It is a behemoth franchise with a total revenue of a whopping, wait for it, $118.5 billion. To put that into perspective, if Pokemon was a country, it would have the 59th largest economy in the world, ahead of countries like Morocco and Iceland. And if Pikachu was its president, I would definitely vote for him. Pokemon is by far the highest-grossing media franchise Aber da sind wir noch nicht. Wir haben noch 3, 4 Generationen, bevor wir zu Pokémon in kommen. the world, which includes not just video Ich games. weiß, der macht jetzt die Gameboy-Klassiker abarbeiten, aber ich weiß nicht, ob es auch an uns liegt, weil wir das erst 1999 bekommen haben. 1996 in Japan. Ja, aber trotzdem. But also books, movies, and television shows. It's even bigger than franchises like Star Wars, Ja. Marvel, Das ist der größte Franchise, das erfolgreichste. Da brauchst du jetzt nicht alle aufzählen. Harry Potter, Was ist mit denen los jetzt? Was ist denn das jetzt? Wir wollten über den Gameboy reden. and Mario. Ja. Pokemon was created by Satoshi Tajiri in 1996, and he sure knows how to make a timeless franchise. I mean, just look at how popular Pokemon still is today. Over Ich weiß, dass es für den Original Gameboy funktioniert, aber ich hätte das wirklich in die Gameboy Color Sparte gepackt. 20 years after Das ist its eine eigene inception, and Rubrik, with new ja. games being released regularly, like Pokemon Und bei Game Boy Color Scarlet reden die and über Violet, Zelda it doesn't Majora's look like Mask. the franchise Breath is of the going to Wild. slow down anytime soon.
There are also multiple mobile games, including Pokemon Go. Ich verstehe nicht, warum das so aufgebaut wird. Which have reached over 1 billion mobile downloads. In total, a mind-blowing 440 million Pokemon games have been sold. Who would have thought that so many people would be interested in catching little creatures and training them to fight other creatures? Ja, But it isn't just games that make this franchise so popular. It also spawned a hugely successful anime television series with over 20 und gleich macht er mit dem Start vom Super Nintendo weiter. Willst du mir das erzählen? 192 countries. A Pokemon trading card game that is the highest-selling trading card game of all time. Jetzt stimmt ja. 3.2 billion cards sold. That's a lot of Pikachu and Charizard cards. Pokemon toys, which are available in a wide variety of forms, from traditional action figures. So, und wenn das Video jetzt nicht schon 3 Monate alt wäre, oder 2, hochgeladen, 11.11., wow. Wenn es nicht schon so ein paar Tage alt wäre, würde er jetzt von Palworld anfangen. To cuddly plush toys. And there is much, much more, including music, books, an anime film series, merchandise, and a live-action film known as Detective Pikachu. If you're a fan of Pikachu, then you're in for a real treat. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh my god, you can understand me! Stop! I've been so lonely! There is ever so much more to cover, so subscribe and leave a comment if you want to see the evolution of Pokemon. What a wild ride it's been since Pokemon first hit the scene in 1996. And to think, it all started with a little yellow creature that could only say its own name. For now, though, let's go back to the beginning. Ja, bitte. With the OG Game Boy. Bisschen ausgeschweift, kann das sein? And Pokemon Red, Green, Blue, and Yellow. Those games had some serious sales numbers, moving 46 million copies. Wisst ihr, das sind die immer noch die meistverkauftesten Pokémon-Spiele, also als eine Generation, ne? Das sind noch 4 Stück. Am zweitmeisten hat sich verkauft, wisst ihr das? Gold, Silber? Nein. Am zweitmeisten hat sich verkauft Schwert, Schild auf der Switch. Und jetzt neu auf den 3. Platz aufgestiegen, Karmesin Purpur. Das sind sie, die meistverkauften Pokémon-Spiele. 3 years later, Nintendo came out with Pokemon Gold and Silver, which also Macht ja Sinn, weil die Switch ist ja super verbreitet und so, aber naja. became a huge commercial success. The Pokemon franchise was, without a doubt, a massive contributor to the success of the Game Boy. In total, more than 64.4 million Game Boys have been sold worldwide, making Es war mit in der Game Boy Color Ära eine Wiederbelebung des Game Boys, aber nicht des alten. it one of the most popular consoles of all time. It has since become a collector's item, with people still playing on the handheld console to this day. Fun fact, Game Boys are so durable that one even survived a bombing during the Gulf War, and despite being heavily scorched, it was still playable. That's one tough little machine. Traust du dich nicht zu zeigen, ne? Traut er sich nicht zu zeigen. Game Boy, boah. Das Bild gibt's. Da ist er, ne? Das ist der Game Boy, der im Golfkrieg bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber ich bitte euch. Good enough. Good enough. The much-anticipated successor to the NES Machen wir was weiter. the SNES, released in 1991 in the United States with the new S standing for Super. 1990 in Japan, 1992 in Europa. Hence the Famicom, released 1 year earlier. Und können wir mal drüber reden, wie viel schöner das linke Design ist. Dass wir nicht nur in Japan haben, sondern auch in Europa. Aber das mit diesem Lila, das fühle ich nicht. Earlier in Japan, also became the Super Famicom. At the time, Nintendo and Sega were going head-to-head in what is In Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016. Vielleicht auch 2012, das Artwork. referred to as the Bit Wars. Nintendo had the SNES, while Sega had the Genesis. Oder Sega Mega Drive bei uns. Nintendo, at this point, had a much bigger following, and also a larger budget, so Sega had to think outside of the box to gain more attention. That's when they released their ad campaign and started to take jabs at Nintendo. Your column's free.
Die tun immer so, aber das Genesis What Nintendo und das lief, glaube ich, nur höchstens zweimal im Fernsehen. Es gab so viele andere Werbespots, die auch auf Angriff gingen, die aber, ja, immer wieder wird so getan, als wäre das die Kampagne, die rauf und runter gelaufen ist. Ist sie nicht, deswegen gibt es ja auch vor allen Dingen nur diesen schlechte Qualität Werbespot. Ich habe den nie in guter Qualität gesehen. Auch wenn es jetzt einer in die Kommentare geschrieben hat, ich habe es trotzdem noch nie gesehen. Mario continued its legacy on the SNES with multiple Mario games, including Super Mario All-Stars, Ja. Super Mario Kart, 1992 meines Wissens. and Super Mario World. Das ist ein Launch-Titel? Was haben die mit den Jahreszahlen? Das war doch ein Launch-Titel. Naja, Freunde, da müssen wir nochmal rein. Wenn wir uns mal reingucken. Also irgendwie Super Mario World, wie ich als Kind schön zu sagen pflegte. Jetzt seht ihr es auch nicht so richtig, ne? So, 1990 in Japan, 91 in Nordamerika und in Europa 1992. Und dasselbe machen wir dann in Super Mario Kart. Also ich weiß ja, dass ich richtig liege. Ich hatte von mir mehr Expertise von dem Video heute erhofft. Ja. 1993 bei uns. Mario Kart. Which is often considered one of the greatest video games ever made. It was a huge commercial success, selling over 20 million copies worldwide. That makes it the best-selling SNES title of all time. Since Nintendo had huge success with Mario, Sega was inspired to do the same and created one of the most iconic mascots ever, Sonic the Hedgehog. Since its inception, with the first Sonic the Hedgehog game in 1991, the speedy blue hedgehog quickly became one of the world's most well-known video game characters. He has appeared in... Da könnt ihr was sagen, was ihr wollt, ne? Spielequalität hier oder da. Bekanntheitsgrad ist hoch. Und auch heute bei den Kindern sehr beliebt. Countless games, television shows, comics, and movies. While their competition is fierce, Sonic and Mario both have a long history of gaming excellence. It is safe to say that both characters are legendary icons of the gaming world. Aber ich hätte das war jetzt, also jetzt nur mein Gedankengang, ich hätte jetzt nicht so viel Sonic eingebracht in einem Evolution of Nintendo Video, aber just saying. Their games are some of the most popular and well-loved of all time. Both the SNES and the Sega Genesis saw significant increases in processing power, which led to better 16-bit graphics with simulated 3D effects, clearer sound, faster gameplay, and more advanced cartridges. The SNES controller also got a makeover, with rounded edges replacing the former rectangular design, and additional buttons added to both the front and shoulders of the gamepad. This gave players more options when playing games like The Legend of Zelda, A Link to the Past. 1991, sind die gewürfelt? Eigentlich 92 mindestens, oder? A Link to the Past. 91 und 92. Okay, diesmal lag ich falsch. In Japan 91. Hätte ich nicht gedacht. And Super Metroid. The SNES Emulator was home to some of the most classic games of all time. From Star Fox to Street Fighter II, there was something for everyone. But the console didn't stop there. It also had sequels to popular franchises, such as Mega Man X. Da weiß ich das Jahr nicht. Final Fantasy VI. And Donkey Kong Country. Das war vieles. Aber nicht Final Fantasy VI. Oder? Ich würde tippen, das Final Fantasy IV. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Final Fantasy VI war doch das, wo die in diesen komischen Robotern sitzen. Aber ich kann mich irren. Nur 1994 kommt da auch nicht hin, glaube ich. And Donkey Kong Country. Das ist schön. The SNES was priced at $200. And although it didn't sell as many units as the original NES, it still ended up outselling its closest rival, the Sega Genesis, with 49.1 million units sold compared to 35 million units. The third best-selling console at the time was the TurboGrafx 16, which lagged way behind with sales of 10 million units. Immerhin. The SNES became the clear winner of the 16-bit era.
With Nintendo seemingly on a roll, there came a major bump in the road when a headache-inducing monstrosity hit store shelves in 1995. It was called the Virtual Boy. Nintendo's 32-bit video game console with a head-mounted display did not fare well. One problem. It needs your eyes. Despite boasting that the Virtual Boy was the first video game console to Werbung hatte display ich noch nie gesehen. stereoscopic 3D graphics, the games were displayed only in black and red because, according to Nintendo, a color display would have made the system too expensive and resulted in jumpy images. The Virtual Boy was doomed from the start, with its high price tag of Bin mich sicher. Ich glaube, ich hatte mal einen Grund gehört, warum das nur in Rot-Schwarz war. Zu teuer? Klingt plausibel, aber ich meine, ich habe einen anderen Grund gehört. $180 and its uncomfortable Ja, hätte man andere Farben nutzen können. Weiß, schwarz, schwarz-weiß. non-portable design. Not to mention, it caused gamers to experience dizziness and headaches. The limited games library included Mario's Tennis, Tja, Wario Land. Wario Land, and 3D Tetris. Übrigens, da stand jetzt zweimal 1996. Meines Wissens sind alle Virtual Boy-Spiele 1995 erschienen, aber machen wir lieber weiter. Ja, ich kann mich irren. List of Virtual Boy Games. List of Virtual Boy Games. Und ich habe mich auch hier geirrt. 3D-Tetris ist tatsächlich 1996 erst erschienen. Genauso wie Nestors Funky Bowling. Alle anderen 1995 und das ist Japan. Okay, pass auf, pass auf. In Japan sind alle Spiele 1995 erschienen, seht ihr das? Da gab es nur 3D-Tetris nicht. Warum nicht? Surprisingly, the Virtual Boy became one of the worst-selling consoles of all time, selling roughly 770,000 units and being mysteriously absent from the history section on Nintendo's own website. I guess even they try to forget about this one. Fun fact, Gunpei Yokoi was an incredibly important figure. Inzwischen tun sie nicht mehr leugnen, ne? Aber nur wenn sie momentan eine gute Phase haben. Und Gunpei Yokoi ist dann gestorben, ich weiß. Figure for Nintendo, and is best known as the creator of the Game & Watch, the original designer of the Game Boy, and producer of the critically acclaimed video game franchises such as Kid Icarus and Metroid. Warum zeigt dir Metroid Dread, wenn es um Gunpei Yokoi geht? But soon after the release of the Virtual Boy, he left Nintendo. Yokoi was said to be blamed for the massive failure of the console, and that this was one of the contributing reasons for leaving the company. Though Nintendo stated that Yokoi's departure after the failure of the Virtual Boy was absolutely coincidental, nonetheless, he founded his own company and created the Wonder Swan, a handheld system to compete with the Game Boy. Overall, 3.5 million units were sold, and it was the last piece of hardware Yokoi developed before his death in 1997. Das ist traurig. Also im ersten Moment könnte man ja fast schon denken, da hat dann jemand, weiß ich nicht, wie ist denn der Unfall entstanden? Gibt es da Details? Ich meine, Bremsflüssigkeit gefehlt oder so. Thankfully, it didn't take Nintendo long to get back on the right track as they released their next generation. Also, wir haben es in Nintendo 64 abgefeiert, aber back on the right track, also der Virtual Boy hat ja nicht gezählt. Der war ja nicht jetzt der große Nachfolger oder so. Of console, the Nintendo 64. Man muss ja leider sagen, der Erfolg ging ja von NES auf SNES, Nintendo 64, GameCube, ging ja immer weiter runter und dann hoch auf die Wii. Und dann runter auf die Wii U und dann hoch auf die Switch. Aber damals war das halt, mit jeder Generation sind die ein Stück schlechter geworden. So. Leider von den Verkaufszahlen. Also wir hatten eine Gaudi. In 1996, there were many significant changes over the SNES. The N64 controller, for example, was a massive change, featuring a three-pronged design with a central joystick, D-pad. So für die Kinder heutzutage, die sagen, ich weiß gar nicht, wie man den steuern soll. Das sind 3 Knöpfe. Drei, weiß ich nicht. Ja, du kannst die rechte Hand lässt du an den Knöpfen und das ist mein Touchpen. Und
Und die linke Hand nimmst du entweder das Steuerkreuz oder den Control-Stick. Fun Fact, außer Pokémon Stadium hat man immer diesen Analog-Stick benutzt. So, like what? Da ist ja auch der Z-Knopf darunter. Ignoriere den linken Knüppel. Face and shoulder Ich meine, am Ende habe ich den auch immer sehr schief gehalten. Ich habe den immer so bequem gehalten, sag ich mal. buttons, plus a trigger button at the back. Nintendo of America's lead designer, Lance Barr, said that design studies revealed that most games use a few buttons for most of the main controls, such as jumping and shooting, or acceleration and braking. This led to a controller that had to be held in 3 different positions. Also. First, there was the Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, wie man den halten kann. Das ist wahr. Das stand auch in der Bedienungsanleitung damals drin, wie es auch vorgemacht wurde. Wisst ihr, was die dritte Haltungsmöglichkeit ist? Die rechte Hand in die Mitte. conventional way. Players could use the D-pad, right Wie gesagt, kenne ich nur vom Pokémon Stadium. face buttons, and the shoulder buttons. This style was intended to optimize play in 2D games, like Yoshi's Story Yoshi's Story habe ich auch mit Control-Stick gespielt. and Kirby 64, The Crystal Shards. The second way could be used to use the control stick, the right-hand buttons, Yeah. and shoulder buttons, and the Z trigger on the rear. This style was the most common way to hold an N64 controller. Kann man so It sagen. was intended for 3D games, including Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Quasi in allen Spielen. and Banjo-Kazooie. Aber also zähl noch bitte 200 weitere Spiele auf, die die Steuerung nutzen. And finally, users could hold the GoldenEye benutzt das? Habe ich ja nie gespielt, ist ja bei uns nicht rausgekommen. control stick, D-pad, left shoulder button, and Z trigger. This is by far the least common way to hold an N64 Das sag ich dir aber. controller. This setup could be used in GoldenEye 007 or first-person shooters such as Perfect Dark. Die haben das so gemacht? Ist ja albern. Rare mal wieder. The Nintendo 64's name comes from its 64-bit CPU, which took major steps forward in terms of its Das hat doch keiner gemacht, oder? Was, wenn du heutzutage das spielst, irgendwie auf Switch Online oder Rare Replay? Das ist ja auch irgendwie angepasst. Ich verstehe das nicht. modern 3D graphics. It was also possible to connect up to 4 controllers and beat your friends in Diddy Kong Racing and show them who's boss. However, despite these enhancements, Nintendo faced increasing competition due to the huge success of Sony's PlayStation, which had already been out for 2 years at that Willst du auch erklären, wo die PlayStation herkommt, oder lassen wir das weg? point. While the N64 managed to outsell the Sega Saturn with sales figures of 33 million compared to just 9 million, Ist ja nix. the cartridge-based N64 Hä, der Turbo-Kraft hat sich mehr verkauft als Sega Saturn? was no match for the CD-based PlayStation, which took over the 100? crown as the market leader and 90? sold more than double the amount of the other two combined, with total sales of 100. over 102 million units. Mehr als alle zuvor, ne? Way to go, bro. Thanks, bro. In a trend that still holds true today, Nintendo came to be recognized Sagt mir jetzt bitte, warum ihr Luigi's Mansion eingeblendet habt. Ich habe den Kontext nicht verstanden, was das Gameplay mir jetzt sagen wollte. as a source of fun and entertainment for families, rather than a serious gaming console for individuals. Nintendo's games tended to have much more cartoon-like graphics and fantasy-based characters, compared to the added realism brought by other machines. Fun fact, while the multiplayer mode for GoldenEye is considered by many to be a classic, it was a last-minute addition to the game that Nintendo didn't even know about. Developer Steve Ellis had access to the code written for the single-player title, and at the last moment, decided to turn GoldenEye into a multiplayer game over the course of just 1 month without telling development managers at Rare or the publishing bosses at Nintendo. Pretty sneaky, Steve. Warum? Hä? Sag doch Bescheid, das ist doch nichts Schlechtes. What the f But thank you. Jetzt kommt der Game Boy Color. Hatten wir zwar vorhin schon das Game Boy Advance Intro, ja, aber Besides the original Game Boy, Nintendo released a compact version, the Game Boy Pocket, in 1990. gut. Den lassen auch viele weg, aber dann kann man noch den Game Boy Light nennen, auch wenn der in Europa nicht rauskam. Der müsste noch vor dem Game Boy Pocket erschienen sein.
It was notably smaller and lighter and Das ist das erste, was ich mitbekomme, was von Nintendo richtig groß angeworben wurde. Game Boy Pocket, ein kleinerer Game Boy, der in die Tasche passt. Denn wusstet ihr, Pocket heißt Tasche. came in different colors. Der alte Game Boy kam auch in verschiedenen Farben mit der Zeit. Das wissen manche auch nicht. Hä? Ja, natürlich hatte ich einen grünen. Nee, einen gelben hatte ich. This Game Boy had a black and white display rather than the green tinted display of the original. 2 years later, the Game Boy Light hit shelves, exclusively in Japan. Japan Exclusive. Mit Hintergrundbeleuchtung. War aber natürlich vergleichsweise, also nicht wie ein DS oder so. Game Boy's screen was difficult to see in the dark, and the Game Boy Light fixed that problem with a backlight. Ja, ich konnte Game Boy in meiner Kindheit auch nur spielen tagsüber. Beziehungsweise ich konnte zwar abends spielen, so auf dem Bett mit der Lampe an, aber ich mochte es nicht. Ich hatte ja, wie nennt man das? Es gibt eine kaltweiße Lampe und warmweiß, also eine gelbes Licht, und ich habe das gehasst. Ja. Wenn du nicht in die richtige Winkel hattest, konntest du auch nichts sehen auf dem Gameboy. Das müsstet ihr auch mal, ne? Das kennen viele von euch bestimmt nicht, behaupte ich jetzt einfach mal. Manche bestimmt werden jetzt in den Kommentaren schreiben, doch ich, aber viele von euch sind damit nicht aufgewachsen, dass du nur im richtigen Blickwinkel, weißt du, ich habe gegen meine Balkontür gespielt, habe mich mit dem Rücken, also mein Zimmer hat einen Balkonausgang gehabt tatsächlich. Also der Balkon hatte verschiedene Türen, ne, die in die Wohnung führten damals. Und ich lag da dran, mein Rücken war kalt von dieser Balkontür, aber ich habe halt nur so Sonnenlicht gehabt. Und wenn die Sonne untergegangen ist oder sich verschoben hat oder eine Wolke kam, hast du wieder nichts gesehen, so. Also nichts gesehen. People were finally able to play their favorite titles in the dark. Ich glaube, das hatte ich vor allen Dingen beim Game Boy Color, weil ich wollte die Farben bei New Super Mario Bros. Deluxe dann endlich auch sehen. The Game Boy Color was also introduced in 1998 and was a real game changer. It came in multiple colors, while doubling the processing speed and tripling the internal memory of the original Game Boy. But the best part? It could display games in 56 colors. Many titles, such as Wario Land, were adapted and brought to life on the Game Boy Color. Even established home console games like Super Mario Bros. Were given a colorful remake, re-releasing Oh, das sah noch viel saftiger aus in meiner Erinnerung. as Super Mario Bros. Deluxe, Oder 14 Donkey years Kong after Country. the original title had found fame on the NES. Other popular titles, Das sieht krass aus. Das habe ich, glaube ich, noch nie richtig gesehen, die DX-Version. like Tetris and The Legend of Zelda Link's Awakening, were also re-released with color. And The Legend of Zelda Und da schreibt jetzt 1993 hin, obwohl ihr doch gerade die Colored-Version zeigt. Die heißt Link's Awakening Deluxe von 1998. Link's Awakening were also re-released with color. Speaking of which, the Legend of Zelda series was introduced in 1986, when the original Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du über Pokémon reden kannst. Du hättest vorhin an der Stelle beim Game Boy, bei Link's Awakening hättest du an der Stelle Zelda gebracht. Und jetzt, wo die hier Zelda bringen, hier kannst du Pokémon einfügen. Ich hätte es glatt getauscht, ne? original title was re-released for the NES. Since then, the franchise has seen many iterations over the years, with multiple games considered among the greatest video games of all time. Shigeru Miyamoto loved adventures as a kid, especially the time he went into a cave with a lantern after days of hesitation. These adventures inspired Die Miyamoto Sache mit Höhlenforschung hatten wir dem letzten Mal in einem Video. Reden wir lieber nicht weiter drüber. to create The Legend of Zelda, a franchise that largely takes place in the fantasy kingdom of Hyrule. Zelda games have been praised for their innovation and creativity. It's fair to say that Miyamoto probably didn't envision The Legend of Zelda becoming the mammoth franchise it is today. After all, there have been 20 major releases, with the latest title being Tears of the Kingdom. Link. Ich weiß. Which in its first 3 days of release already sold more than 10 million copies. The Legend of Also ich Zelda weiß, was die hier vorhaben vom Videoaufbau, ne? Fun Fact hier und da einsprühen, aber es fühlt sich so komplett falsch an, jetzt über Tears of the Kingdom zu reden, wo wir gerade beim Game Boy Color sind, so. one of the most popular franchises of all time. Da As bin of ich, March ja, 20 könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das ist jetzt halt meine Meinung, dass ich finde, dass es jetzt nicht dazu passt. Da kann ja jeder anderer Meinung sein, ich akzeptiere auch andere Meinungen, aber akzeptiert dann auch meine Meinung, danke. 2022, more than 136 million copies have been sold worldwide.
If you'd like to know how the franchise has evolved over the years, why not Verstehe, der versucht immer ein bisschen Werbung zu machen für seine einzelnen Videos. watch the evolution of The Legend of Zelda after this video. Now though, let's go back to the Game Boy Color. There were many Aha! exclusives released for the handheld, including Pokemon Gold and Silver. Und das ist auch falsch, denn Pokémon Gold und Silber haben auch noch für den originalen Game Boy funktioniert. Was jetzt? Da war auf dem Grauen, hat er funktioniert. Pokémon Kristall war Game Boy Color exklusiv. But also games based on TV shows like Ants Das ist jetzt das Game Boy Color Spiel, das du bringst. and Shrek that helped to attract an entirely new audience. Oh man, I miss that green, lovable, ugly ogre. The Game Boy Ja, und was hat das mit dem Game Boy Color zu tun? Also das Spiel war ja scheinbar das Gamecube-Spiel. Warum, hä? and the Game Boy Color were massive commercial successes. In Ja. fact, a Nintendo zählt die auch zusammen. whopping 118.7 million units were sold. Fun fact, American actor and comedian Robin Williams nannte seine Tochter Zelda, benannt nach The Legend of Zelda. Williams was a huge fan of the Zelda series. So much so that he named his daughter Zelda. He would often tell stories about how much he loved playing the games and how happy they made him. Robin Williams was one of the funniest comedians of all time and will be forever missed. Rest in peace, legend. I faced adversity. I became a hero. Dad. Ja, aber diese Zelda-Facts beim Game Boy Color jetzt nur wegen Link's Awakening Deluxe. Man hätte auch Oracle of Ages und Seasons eventuell erwähnen können. Saved your kingdom. Dad. Yes, Zelda? Are you mixing me up with the princess again? Hard to say. You're both pretty magical. 3 years later than planned, in 2001, the Game Boy Advance was launched. It had a landscape design and 3 Jahre später als geplant? Davon weiß ich nichts. 1998? Der Pokémon-Hype hat das ein bisschen aufgeschoben, nicht wahr? incorporated shoulder buttons, which is why they called it the Advance. With processing power similar to that of the SNES, the Advance's game library was full of SNES ports, allowing gamers to play the same epic titles while on the move. Das ist wahr. Und wisst ihr, warum das immer so hell ist? Weil der erste GBA hatte immer noch kein Light-Display, immer noch keine Beleuchtung. Also haben die einfach die Spiele heller gemacht. This, of course, included the greats like Super Und dann, als später die beleuchteten GBA-Modelle rauskamen, dann hat es so hell gewirkt. Oder auf dem Gameboy-Player oder jetzt auf Emulatoren wirkt es so übertrieben hell, weil, naja, die haben halt den dunklen Screen des ersten GBA einkalkuliert. Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Breath of Fire, Donkey Kong Country, and games from the Final Fantasy series. von mir aus. Pokemon games like Ruby and Sapphire were also big hits with Advance owners, even though players had to start all over again with catching them all. A compact, foldable version of the Game Boy Advance came Der war verbreiteter, oder? Den haben mehr Leute gehabt, hatte ich das Gefühl. Aber ich nicht. out in 2003, known as the SP. The original Game Boy Advance received complaints due to the dark screen, and the SP fixed that problem, using a significantly brighter LCD screen and an internal front light. It was also the first of Nintendo's handheld lineup with a rechargeable battery. In total, the Nintendo Advance family sold over 81.5 million units globally. I bet a good chunk of those were just bought by parents desperate to keep their kids quiet on long car rides. Fun fact, WarioWare Incorporated on the Game Boy Advance has a minigame called Shiratori. Und das sind alles Bezüge auf Nintendo. Nintendo hat diesen Staubsauger oder was ist entwickelt in den 70ern. So. Aber, hä? Da gibt's auch etliche WarioWare-Spiele mit solchen Easter Eggs. Which involves sucking up trash with a vacuum cleaner. This is a tribute to the real-life vacuum cleaner made by Nintendo back in 1979, which was a tiny, remote-controlled Roomba-like device that Ist aber krass, oder? Das ist schon geil. measured only 16 Ich meine, centimeters. ja, wir haben auch so ein wie heißen die Viecher? Roomba. Aber erstmal läuft der gar nicht so häufig. Und zweitens, die Steuerung, der dreht sich, da kannst du rotieren einstellen und dann wieder kannst du den auf Knopf, du kannst den steuern mit dem Controller quasi. Das ist halt geil. Across and would have taken days to actually clean the room of a house. Okay. A console you probably never heard of before is Natürlich, ich hab auch Spiele davon im Markt gesehen.
AV-Markt hieß der bei uns. Pokémon Mini. Ich dachte mir auch so, wäre schon eine geile Sache, aber das ist halt nochmal schwächer als der Game Boy gewesen. The Pokémon Mini, released in 2001. It was the smallest game system Nintendo created and themed around the Pokémon franchise. In total, only 10 games were released for the Pokémon Mini, most of which were only available in Japan. Although it's unknown how many units were sold, the Pokémon Mini certainly wasn't a success. It was discontinued a year after its release. Even Pikachu couldn't save it. Aber ich habe es bei uns gesehen, das Teil. Und heutzutage wird es gerne benutzt für Fangames und Hacks. Ne? Ich habe Retro-Achievements für Pokémon Orange geholt und für irgendein Sonic-Spiel, was auf die Technik des Pokémon Mini basiert. Jetzt kommt der Gamecube und wir haben die Hälfte. Ich würde vorschlagen, meine Freunde, 40 Minuten von 1 Stunde 12, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich würde vorschlagen, ich frage mal euch, habt ihr Bock, den Rest noch reinzuziehen? Weil ich bin ja ein bisschen am Meckern, ne? Vielleicht kommt es nicht so gut an. Schreibt es in die Kommentare, ob wir uns dann auch GameCube, DS, 3DS, Wii U, NES Classic Edition, das hier ist wohl Super SNES, aber warum? Sales of the NES and SNES. Dann kommt die Switch. Hedgehog. The Super Smash Bros. Games are especially... Jetzt redet er über Smash, na gut. Ich würde fast sagen, nee. Ich würde fast sagen, aber schreibt in den Kommentaren, wenn ihr alle wollt, dann reagiere ich gerne auf die zweite Hälfte, aber irgendwie hat mich das Video leider, ich habe ein bisschen höhere Erwartungen gehabt. Die Animationen sind ganz nett, die Infos und die Aufmachung sind ganz nett. Manchmal stimmen Release-Daten nicht, manchmal finde ich, das ist fehl angesetzt, das Thema. Aber ich bin halt auch ein bisschen sehr nerdy. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele in den Kommentaren schreiben werden, jetzt stell dich mal nicht so an, Markus, das ist hier kein, ne, das ist hier kein bluternstes Thema. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Deswegen. Ist schon ein gutes Video, so dies, das, Ananas. Aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, soll ich weiter auf die zweite Hälfte reagieren oder nicht. Ist mir beides recht. Ist es wirklich. Dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten, was auch immer ich mache. Also ich muss erstmal warten und dann, wenn es weitergeht, dann irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen. Eilt ja nicht. Aber ja. Gut. Für den Moment war es das. Danke fürs Anschauen. Und hoffentlich seid nicht so böse mit mir. Seid nicht so böse zu mir, wie böse ich zu dem Video bin. Ist ja das meist absolut richtig und korrekt. Ne? Ich bin immer wieder, ich suche die Nadel im Heuhaufen. Ich bin mal wieder derjenige. Gute.